Papa Perez hat gesprochen. Florentino Perez, ja, unser Präsident, unser King hat gesprochen. Und ja, ihr habt es an meinem Thumbnail ja ein bisschen gesehen. Ich werde meine Meinung dazu äußern. Ich war jetzt nicht zu 100% zufrieden mit allen Sachen. Darum oder weshalb, wieso, werde ich euch erzählen. Wir gehen erst mal rein. Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Wir sind auf dem Weg zu den 4000 Followern in kurzer Zeit. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Ja, Papa Perez hat gesprochen und er kam rein und wir hatten alle Angst. Wir haben gehofft, tritt er zurück, nicht gehofft, sorry, nicht gehofft, tritt er nicht zurück und so weiter. Und welche Spieler kommen, wird er vielleicht sagen, welcher Trainer kommt. Ja, aber all das ist nicht so gekommen. Er hat sag ich mal, er hat über sich komplett gesprochen. Natürlich, klar, er hat Real Madrid vertreten, aber ganz ehrlich, das, was gestern dort passiert ist, das hat er eigentlich schon auf der Jahresendversammlung auch schon ähnlich, sage ich mal, erzählt und so weiter und so fort. Das Wichtigste aber vorweg, er tritt nicht zurück, aber er wird Wahlen jetzt, machen. Er möchte Neuwahlen haben und alle, ja, pfeifen, alle Schwachköpfe, die meinen, sie möchten Präsident von Real Madrid werden, können sich jetzt bewerben und er wird den Kampf annehmen und dann wird oder so schnell wie es geht, hat er gesagt, also mein Spanisch, das, was ich jetzt verstanden habe, er wird so schnell wie es geht auf jeden Fall dann über das Sportliche reden, wenn er die, ja, Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Er geht natürlich davon aus, dass die Mitglieder ihn wählen und so weiter und so fort. Er hat natürlich darüber geredet, mit den Schiris nochmal, mit wegen Barcelona. Er hat sogar sich mit einem Reporter gelegt. Und weiß nicht, von wo kam der, wenn ich das richtig verstanden habe, ABC. Und da hat sein Vater, also von Florentino Perez, sein Vater hatte da ein Abo, glaube ich schon. Und er hat das immer noch. Aber nachdem diese Zeitung nur schlecht über ihn redet, wird er morgen oder beziehungsweise heute ist das, die Pressekonferenz war ja gestern, wird er auf jeden Fall das Abo kündigen. Ja, okay. Er hat sich auf jeden Fall mit einigen angelegt und hat erzählt, nachdem er 2000 ist, Florentino Perez ist ja 2000 zum Präsidenten gewählt worden. Da Roberto Carlos war da, die hatten kein Gehalt bekommen und. Und dann hat er selber, ich glaube 100, wenn ich das richtig verstanden habe, 146 Millionen Euro in die Hand genommen. Er ist ja Milliardär und hat dann das nochmal mit den Stadion erzählt und so weiter. Ich meine, natürlich, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Perez ist nochmal eine ganz andere Liga als Uli Hoeneß zum Beispiel. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Genau wie das mit den Ultras. Er hat auch gesagt, jeder feiert das, wie Real Madrid das mit den Ultras handelt. Es gibt keine Ultras bei uns. Er will nämlich keine Gewalt und keinen Scheiß im Stadion. Ja, so sieht das aus. Papa Perez regelt das schon, ne? Oder wo er erzählt hat, das Stadion, es sollte immer über 1 Milliarde kosten. Die Presse hat immer nur gesagt, Perez hat sich verkalkuliert, 600 Millionen sollte das kosten. Nein, das Dach kostet 600 Millionen. So, das Innenleben, dass die neuen ganzen Rasen untereinander kamen, 400 Millionen, glaube ich, nochmal. Und draußen rundherum auch nochmal 300 Millionen. So, und macht 1,3 Millionen. Das war aber immer schon, er ist Bauunternehmer. Ihm gehört die größte oder einer der größten Baufirmen der Welt. Und das, wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe. Und dementsprechend, es war ja auf Spanisch. So, und dementsprechend, ähm, ja, es ist schon, vielleicht war es eine Eigeninszenierung, wie man das so sagt. Natürlich haben wir alle, jetzt kommt meine Meinung dazu. Ja, das ist alles richtig. Papa Perez wird, und auch so, das muss ich auch noch erwähnen, die haben natürlich immer gesagt, er hat Krebs und so. Er hat gesagt, das weiß ich noch nicht mal selber von. Seine Freunde rufen mich an, ne, und sagen, ich hätte Krebs, aber weiß er gar nichts von. Er ist nicht ansatzweise müde. Das wäre ihnen auch immer in den Mund gelegt wird. Nein, es geht um Milliarden hier. Er kümmert sich um alles. Er arbeitet 7 Tage die Woche. Steht als erstes auf und geht als letztes ins Bett. Der Mann ist einfach eine Maschine. Ja, das ist er auch. Aber ich hätte doch erwartet, das hätte man in 2 Sätzen, ein bisschen übertrieben, in 2 Sätzen sagen können. Und dann hätte ich doch, oder die Fans hätten was anderes erwartet. Und nicht jetzt, sag ich mal, nur über Perez und so weiter. Ich habe das nicht ganz zu Ende geguckt. Ich habe es aber über 1 Stunde gesehen. Ne, da musste ich los.
Aber bin dann losgegangen, das passte dann, wo er gesagt hat: „Hier, heute sprechen wir nur über die, Präsidentschaftswahl, die er jetzt anlegt und so weiter und nichts über anderes. Und wenn er dann wieder zum Präsident gewählt ist, wird er über die sportliche Situation sprechen, beziehungsweise über diese Saison. So, wir verdienen am meisten, wir sind der größte Club der Welt, wir haben am meisten Titel, der Erfolg.“ Das stimmt alles, ja. Aber trotzdem hätte ich ein bisschen jetzt will er denn noch mal 'ne Konferen noch mal so eine Pressekonferenz einberufen, dann hoffe ich aber, dass er nicht zu lange wieder, wenn er dann wiedergewählt wird, wieder über sich beziehungsweise über er ist Papa Perez, er kann über sich reden, aber nicht dauernd. Wir hätten jetzt erwartet, die Fans hätten verdient, mal irgendwas jetzt zu hören, weil es war eine Katastrophensaison. Ja, er meint auch, das gab's schon mal. Ja, das mag sein. Aber es gibt so viel Situationen, das hätte man einfach besser oder man hätte das jetzt anders machen müssen, finde ich. Weil ich finde, ich habe nichts gegen, so eine, wie nennt man das, Inszenierung von sich selbst, aber es ging so lange und, dann hat er übers Handy er hat irgendwas gesucht, was die Reporter geschrieben haben. Ich finde es dann lustig. Er scheißt da ja drauf. Das ist auch richtig so. Ich habe auch gehört zum Beispiel ich habe es nur gehört, dass bei Real Mario, das ist ja auch 'n, Real Madrid Creator, dass auf jeden Fall in Chat richtig Action war und Mario das gefeiert hat. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe es auch gefeiert, aber man darf nicht vergessen, oder vielleicht vergessen jetzt sehr viele Real-Fans, ich weiß nicht, ob Mario das noch gesagt hat, ich weiß nur oder ich sage nur, ich bin über 30 Jahre Real-Fan. Ich hätte trotzdem in dieser Pressekonferenz oder whatever, wenn Papa Perez spricht, hätte ich was anderes erwartet noch. Und nicht nur, dass jetzt dies kommt, das. Die Geschichten, die man im Endeffekt schon kennt von der Abrechnung, sag ich schon, von der ja, komme ich jetzt nicht drauf, weil ich bin völlig, ihr wisst, ne, da wurde genau dasselbe über Schiris, über ihn, da wurde doch schon alles angesprochen. Aber jetzt hätten wir erwartet und die Fans hätten auch erwartet, dass man darüber sprechen kann. Natürlich möchte er es jetzt noch machen irgendwann und noch mal darüber sprechen. Ja, das kann er gerne machen, aber dann bitte, wenn er wiedergewählt wird, was ich zu 99% von ausgehe, dann soll er das bitte in 2 Sätzen machen. „Ja, ich bin Präsident“, und dann wird über die Dings gesprochen. „Ich bin wieder Präsident“ oder „Ich bin immer noch Präsident. Ich habe es euch gezeigt, Zeit und Mittelfinger.“ So. Aber dann sollte man sich auf das Sportliche konzentrieren und da mal den Fans Rede und Antwort, wie sagt man, stehlen, geben und wie auch whatever. Und nicht dann auch wieder eine Stunde lang vielleicht nur über sich und warum man Präsident geworden ist, wieder weil man so gut ist. Ja, das wissen wir. Das wollen wir dann nicht hören. Er hat so oft Situationen gehabt, wo er ins Handy geguckt hat und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, Sergio Ramos übernimmt wahrscheinlich, habe ich das jetzt richtig gelesen? Sevilla kauft den und er wird Inhaber. Ist mehr wert als jetzt, sage ich mal, das, was man schon alles kennt. Ich weiß das Florentino Perez kämpft gegen alles. Er ist für Real Madrid unersetzlich. Er ist einfach und ich hoffe, dass sein Nachfolger irgendwann genauso wird, weil er ist ja, glaube ich, schon 80, aber der ist noch voll da. Und, es muss da mehr äh, es hätte mehr passieren müssen. Es war trotzdem amüsant. Ja, wir haben alle gelacht. Er scheißt auf alle. Er ist der King. Ja, ist er. Aber hätten wir nicht erwartet, vielleicht, er kann ja nicht sagen, dass Mourinho Trainer wird. Die Saison ist noch nicht zu Ende und so weiter und so fort. Aber alle anderen Sachen, das mit Tchouaméni und so, vielleicht hat er das noch gesagt, aber dann war ich weg. Aber das war alles zu lang. Ja, ich habe ja schon eine Stunde gesehen und hat da gesagt, es geht heute nur um das und um nichts anderes. Und deswegen gehe ich davon aus, hat er es nicht gesagt. Aber Fakt ist, man hätte über Valverde sprechen können, über Tchouaméni, über die ganze sportliche Leistung, über die Verletzungen und. Und ja, aber das ist nicht passiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist mein Real Talk. Ihr könnt ja mal also was ihr meint, ne, und so weiter. Klar, die Verhältnisse und so weiter und so fort. Und dass er 2000, wann war das jetzt? Also vor 26 Jahren Real Madrid übernommen hat mit eigenem Geld, 146 Millionen. Das ist natürlich, ne, ich meine, der Mann hat 6 Milliarden auf dem Konto. Gut, zu der Zeit hat er, glaube ich, noch nicht 6 mehr, aber er war Milliardär, glaube ich. Fakt ist, er macht alles soweit richtig. Ohne ihn wäre, ne, Real Madrid, das ist so wie Bayern und Uli, nur das Perez, das ist kein Angeberei, Uli ist Uli, ne, aber
das ist trotzdem noch mal oh, da ist Peres, Papa Peres und dann kommen die erst mal dann kommen die anderen. Das ist einfach Uli und den das ist einfach so. Aber ich hätte wirklich erwartet, dass er 'n bisschen mehr Tacheles redet über aber er möchte es noch machen, ja gut, aber wie gesagt, dann kommt das noch mal und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass er nicht noch mal so lange über die Präsidentschaftswahl und sich redet, sondern über das Wichtige, die Spieler, Transfers und so weiter und so fort. Ja, das ist meine Meinung, aber wenn irgendwas sich geändert hat, wenn das noch länger ging, das Interview, schreibt gern runter, ob irgendwas noch angesprochen wurde und wenn nicht, folgt mir. Wenn ihr mir noch nicht verfolgt habt, macht es bitte jetzt. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, liked dieses Video, macht den Daumen nach oben. Super Thanks bitte, weil das ist auch sehr viel Arbeit und ja, folgt mir. Das ist erstmal der erste Punkt und dann würde ich sagen, Hala Madrid, Freunde und Papa Peres hat gesprochen und ich habe auch gesprochen und jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal.